Ihr Lieben, wundert euch nicht, ich bin gerade aus dem Wasser raus, habe mir die Mütze von meiner Tochter aufgesetzt und fühle mich jetzt frisch genug, dieses Video zu machen, weil es sind immer noch 40 Grad direkt im Schatten und ich habe sonst Angst, dass mir hinten meine Platte verbrennt. Deswegen gibt es die Mütze. Ich bin kein Fan, kein Nix, also einfach nur zum Schutz von meiner wunderbaren Platte, damit hier nichts rot wird und anbrennt. Aber wir kommen zum Thema und zwar geht es um Action-Kameras. Ganz besonders heute um die Insta360 Go 3, nagelneu erschienen und gehypt auf YouTube ohne Ende. Sie ist super. Sie ist toll, sie ist der Hammer, sie ist mega. Aber das gleiche Konzept, das gab es schon mal von DJI vor knapp 1,5 bis 2 Jahren mit der Action 2. Und mittlerweile hat DJI die Preise gesenkt. Für die Action 2 verlangt DJI nur noch 285 €, währenddessen die Insta360 Go 3 jetzt aktuell 450 € kostet. Genau da liegt der Haken. Welche Kamera bietet euch mehr Power, mehr Leistung, mehr Bildschärfe, mehr Tonqualität und alles andere erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt wollen wir die beiden Kameras auch mal im Wasser testen und bei der DJI Action 2 ist es ein bisschen größer, das Kameramodul, und bei der Insta360 Go 3 natürlich relativ klein, und du musst sie natürlich immer vom Akkuteil entfernen, weil ansonsten sind sie nicht wasserdicht. Also nur die Kamerateile direkt von beiden Kameras sind dann wasserdicht, und so beim Aufnehmen stelle ich schon wieder fest, die DJI Action 2 wird schon wieder richtig warm in der Hand, und bei der Insta360 ist alles easy. Und die kann man vernünftig halten. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob die auch unter Wasser ein bisschen Power machen oder besser gesagt auch was Schönes filmen können. Ich meine, das Mittelmeer ist relativ trüb, also du wirst hier nicht viele sehen, aber wir stecken sie beide trotzdem mal unter Wasser und gucken nachher mal, wie die Mikrofone klingen. So, jetzt nehme ich sie direkt aus dem Wasser und sie müssten beide immer noch aufnehmen. Was jetzt vom Mikrofon ist, werden wir mal sehen, wie das Mikrofon klingt, ob es mit Wasser zugesetzt ist oder halt nicht. Das ist ja auch immer interessant, weil bei den GoPros ist es meistens so, dass die Mikrofone dann relativ dumpf klingen, weil irgendwie Wasser reingekommen ist. Mal gucken, wie es bei diesen beiden Kameras ist. Und der Tontest ist jetzt von der DJI Action 2 direkt, und jetzt kommt der Ton hier direkt von der Insta360 Go 3. Und ich kann es natürlich erst im Schnitt sehen, ich sehe es jetzt noch gar nicht, aber ich bin natürlich überrascht bzw. freue mich drauf auf die Ergebnisse und hoffe, da kommt was Vernünftiges bei raus. Und weil es so schön war, tauchen wir gleich nochmal mit den Kameras unter. Und natürlich gibt es auch mal einen Lowlight-Test, und das ist relativ geringes Licht, was jetzt sozusagen herrscht, aber es ist eine Stimmung, die am Abend noch relativ scharf ist, und wenn man sich jetzt mal das Licht hier vom Restaurant so ein bisschen als Restlicht nimmt und hier einfach mal die Kameras vor sich hin schwenkt, dann hoffe ich natürlich, dass es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ich noch einigermaßen vernünftig zu sehen bin. Wir werden es nachher sehen. Im Studio interessiert mich selber, weil auf den Monitoren ist es dann schon doch relativ unscharf. Also ich sag mal, in Sachen Lowlight kannst du, glaube ich, beide Kameras nicht direkt benutzen. Also das wird dann nichts. Ich mache noch einen Shot vergleichsweise mit dem iPhone, wie es damit aussieht. Und ich laufe jetzt eigentlich nur am Pool und direkt am Restaurant vorbei mit sehr, sehr wenig Restlicht. Und ihr werdet es ja sehen, wie es aussieht mit dem Lowlight. Ich gebe den Kameras nicht viele Chancen im Lowlight. Es sieht wirklich sehr verschwommen aus und sehr dunkel. Und klar, der kleine Sensor, was soll der bringen, wenn das Licht aus ist? Im hellen Tageslicht ist alles schön, aber bei Lowlight, da wird natürlich dann die Kamera nicht mehr zu deinem ständigen Begleiter, weil ich denke, du wirst sie wirklich viel am Tag benutzen können, aber abends bzw. nachts ist das definitiv nichts mit den beiden Kameras. Die Menüstruktur bei der Insta360 ist relativ übersichtlich gehalten. Du hast hier alle Möglichkeiten der Einstellungsvariation von den gesamten Einstellungen über Wi-Fi, Bluetooth und andere Geschichten. Dann gehst du einfach wieder im Menü zurück und siehst natürlich dann hier die Sprachsteuerung, die kannst du aktivieren. Da kannst du natürlich doch auch die Helligkeit des Displays ändern und eine ganze Menge mehr.
Und bei den Videoeinstellungen ist man hier natürlich auch sehr gut aufgestellt. 2,7K ist wie gesagt die höchste Einstellung. Das Ganze dann mit 30 FPS. Es geht natürlich aber auch noch 1080p und hier geht es dann bis 50 FPS nach oben. Mit 1440p bist du auch noch bei 50 FPS als Maximum und das Verhältnis, das kannst du dann auch noch mal einstellen zwischen 9:16 und 16:9. Wenn du hier nach rechts switcht, hast du dann natürlich noch deine Aufnahmen und nach links geswitcht. Das sind verschiedene Möglichkeiten der Einstellung über den Weißabgleich bis zu manuellen Einstellungen, die du hier durchführen kannst. Du kannst die Kamera natürlich auch im manuellen Bereich mit der Blende und dem Shutter und alle anderen Geschichten einstellen. Auch eine schöne Geschichte. Wenn dich die Einstellungen stören, drückst du einfach kurz auf den Monitor und hast dann ein freies Display. Und hier unten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, zwischen Ultrawide, zwischen Action View und zwischen Linear einzustellen. Das sind nur ein paar Einstellungen, die ich hier sozusagen dir zeige. Es gibt natürlich noch umfangreichere, größere Einstellungen, aber ich wollte einfach nur mal die Einfachheit der Menüstruktur zeigen, dass es wirklich fast für jeden möglich ist, diese Kamera zu bedienen. Bei der DJI sieht das natürlich ähnlich aus. Alles funktioniert über den Touchscreen. Du hast hier auch wieder die gesamten Einstellungen, die du hier zur Verfügung gestellt bekommst. Switch nach links und nach rechts, kannst in den Pro-Modus gehen, kannst dein Display von der Helligkeit angleichen, genau wie bei der Insta360 und hast natürlich noch weitere Mega-Funktionen, die du hier austesten kannst. Nach rechts geswitcht siehst du dann deine Aufnahmen, deine letzten und dann wiederum auf der Seite kannst du das Sichtfeld natürlich noch ändern und andere Möglichkeiten einstellen. 1080p, 2,7K 16:9, 2,7K 4:3 und natürlich 4K 4:3 zur Verfügung. Und bei 4K 16:9 geht es hoch bis 120 FPS Bitrate. Das ist traumhaft für diese kleine Kamera und wirklich eine Riesenausnahme. Wie gesagt, die Menüstruktur unterscheidet sich kaum von der Insta360 Go 3, nur dass es meiner Meinung nach ein bisschen besser aussieht vom Menü und ein bisschen einfacher noch ist. Du hast nicht gleich alle Möglichkeiten hier unter einem Reiter, sondern kannst dich dann hier perfekt durchscrollen und relativ einfach alles bedienen. Wenn ihr die Kameras magnetisch irgendwo anpinnen möchtet, dann ist das auch mit beiden Kameras möglich. Bei der Insta360 ist hier hinten eine Magnetfläche vorhanden und bei der DJI geht das natürlich nicht, denn hier hinten ist der Monitor. Hier seitlich ist dann die Magnetfläche, die zum Anpinnen bestimmt ist. Aber beide Kameras halten wirklich magnetisch fest, aber nur an Metall, weder an Aluminium noch an anderen Metallen. In Sachen Hitzetest sind natürlich beide Kameras von mir auch getestet worden und dafür gibt es auch ein extra Video mit mehreren Actioncams. Da sind noch andere dabei, zum Beispiel die Insta360 X3 und die GoPro und das Video ist natürlich hier in meinem Video verlinkt. Aber hier ist natürlich bei den beiden die Insta360 Go 3 ganz deutlich im Vorteil aufgrund der geringeren Aufnahmekapazität, denn die macht dir 45 Minuten im Daueraufnehmen in der prallen Sonne bei 50 Grad, währenddessen die DJI Action 2 hier schon bei 7 Minuten ausgestiegen ist beim Hitzetest in der puren Sonne. Also hier hat die Insta360 Go 3 ganz deutlich einen Riesenvorteil. Vom Gewicht her unterscheiden sie sich etwas. Ja? Ich meine, du bist hier mit der kleinen Insta360 bei nicht mal 40 Gramm. Hier bist du bei 56 Gramm von dem Einzelteil. Aber wenn ich sowieso in der Hand halte und wirklich mal vergleiche vom Gewicht her, dann ist das wirklich kein großer Unterschied. Wenn natürlich dann nochmal die Pods dazukommen, beziehungsweise die Akkuteile, wie zum Beispiel hier bei der Insta360 Go 3 und bei der DJI Action 2, dann wird die Sache natürlich schwerer. Ja, jetzt sind wir bei der Insta360 Go 3 bei ca. 130 Gramm zusammen und bei der DJI Action 2, da sind wir ca. bei 120 Gramm. Du merkst natürlich die Unterschiede kaum, wenn du sie jetzt in der Hand hältst, aber natürlich 10 Gramm, ich sag mal, wo sind die entscheidend? Vom Prinzip her passen beide gut in die Tasche und du kannst sie wirklich komfortabel mitnehmen und universell einsetzen. Also hier vom Gewicht her würde ich sagen, purer Gleichstand.
In Sachen Bildformaten gibt es natürlich auch Unterschiede. Bei der Insta360 Go 3 ist es so, dass du hier einen Free-Frame-Sensor hast. Das heißt, es ist Open Gate, das gibt es bei den großen Kameras ebenfalls schon. Da wird vom ganzen Sensor ausgelesen, sodass du später bei der Bearbeitung in der App dir aussuchen kannst, ob du 16:9 oder 4:3 bzw. Hochkantformat im Video haben möchtest und das nicht zweimal aufnehmen musst, währenddessen du hier bei der DJI Action 2 eine Möglichkeit hast, im 4:3 Format aufzunehmen und im 16:9 Format. Aber hochkant kannst du natürlich dann über das 4:3 Format ein bisschen steuern. Aber ich sag mal so, bei den Aufnahmeformaten und natürlich dann beim Schnitt ist die Insta360 Go 3 ein bisschen besser als die DJI Action 2. Man kann wirklich mehr aus den Aufnahmen nachher im Schnitt zaubern. Gerade mit der mitgelieferten App kannst du auch noch mal ein bisschen die Bildweite ergänzen und so. Das ist bei DJI nicht so vorhanden. Die ist auch ein bisschen älter, aber vom Prinzip her, wer es braucht und wer bei Social Media Hochkant und Querformat verwenden möchte, ist natürlich mit der Insta360 Go 3 etwas besser bedient, sofern er nicht die höhere Auflösung benötigt. In Sachen Zubehör hast du natürlich noch die Möglichkeit, hier ND-Filter zu wechseln. Da gibt es Zubehör, das verlinke ich euch mal direkt in meiner Videobeschreibung. Da kannst du in den manuellen Modus schalten und dann wirklich mit ND-Filtern arbeiten. Währenddessen hier bei der DJI Action 2 noch ein Makroobjektiv erhältlich ist, was auch eine coole Geschichte ist. Dann kannst du wirklich richtig dicht rangehen mit den Aufnahmen und da noch scharfe Bilder erhalten. Bei ND-Filtern sieht es relativ schwach aus. Das habe ich bis jetzt im Zubehör noch nicht entdeckt. Wenn ich es finden sollte, verlinke ich es euch natürlich direkt in meiner Videobeschreibung. In Sachen Akkukapazität nehmen sich beide nicht viel. 2,5 Stunden schaffst du mit der Insta360 Go 3 und etwas weniger als 2 Stunden mit der DJI Action 2. Das liegt aber daran, weil du hier 4K 30 und 4K 60 bzw. 4K 120 drehen kannst. Und mit der Insta360 Go 3 kommst du ja nur mit 2,7K und 30 FPS an deine Höchstleistung. Und wenn du hier mit der DJI in HD drehst, dann ist das natürlich von der Akkulaufzeit genauso wie mit der Insta360 Go 3 oder bei 2,7K liegt es ähnlich. Weniger Akkulaufzeit hast du dann natürlich, wenn du hier in höheren Auflösungen drehst. Wenn du die Kameras von den Pods löst, dann kommst du hier mit der Insta360 auf eine Akkukapazität von ca. 40 bis 45 Minuten. Bei der DJI sieht es etwas geringer aus. Das liegt natürlich wiederum daran, dass du hier in höheren Auflösungen drehen kannst. Wenn du 2,7K drehst, kommst du so auf 35 bis maximal 40 Minuten. Hier ist die Insta360 aufgrund des geringen Aufnahmeformats natürlich etwas besser von der Akkukapazität von den Einzelteilen und komplett mit dem Pod, da nehmen sie sich nicht viel, da sind sie von der Akkulaufzeit wirklich fast gleich. In Sachen Speicherkapazität haben beide ein unterschiedliches Konzept. Bei der Insta360 Go 3 setzt man auf internen Speicher. Hier kannst du die Kamera kaufen mit 32 GB, mit 64 GB und mit 128 GB, währenddessen hier bei der DJI Action 2 es möglich ist, den Speicher zu erweitern mit einer Micro-SD-Card. Das sieht man hier ganz deutlich. Da kannst du die Micro-SD-Card einstecken und bis 512 GB hier an Speicher zaubern. Und wenn du jetzt mal hinten schaust, dann hat die natürlich auch internen Speicher. Wie viel Gigabyte, das schreibe ich jetzt mal schnell mit dazu. Das weiß ich jetzt direkt aus dem Kopf nicht. Also hier sind, wie gesagt, im Kameramodul auch nochmal ein interner Speicher verbaut sowie ein externer Speicher über USB-C. Und das Speicherkonzept, das ist dann wirklich deutlich besser bei der DJI Action 2. Und da sind wir schon beim Fazit angelangt von diesem Video und dem Vergleich der Insta360 Go 3 und der DJI Action 2. Und ich hoffe, ich habe euch das Video nicht zu lang gemacht, aber ich finde, irgendwie müssen immer alle Sachen gesagt werden und deswegen gibt es natürlich auch Kapitel bei YouTube. Da kann man sich immer die Sachen raussuchen, die dann benötigt werden. Und ich habe euch natürlich am Anfang gesagt, ich kaufe mir eine Kamera von diesen beiden Kameras und werde das natürlich auch tun. Ich fand die Insta360 Go 3 wirklich begeisterungsfähig. Die hat ein
super Konzept. In Sachen Lowlight ist die ein bisschen besser als die DJI Action 2. Weiterhin natürlich das Konzept mit der kleinen Kamera und dem klappbaren Monitor. Auch eine gute Geschichte, gefällt mir richtig super. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind die 2,7K mit 30 FPS, denn die DJI Action 2, die macht dir 4K mit 30, 60 und 120 FPS und ich brauche das natürlich für meine Videos. Da will man mal öfter mal Slow Motion machen und ein bisschen was anderes an Spielereien. Da sind natürlich FPS sehr wichtig. Dann natürlich auch noch vom Prinzip die Farben. Die Farben gefallen mir nicht bei der Insta360 Go 3, die sind immer ein bisschen blass. Die DJI Action 2 hat hier natürlich den riesen Vorteil, die hat satte Farben, die hat ein krasses Bild, sofern das Licht nicht verschwindet. In Sachen Lowlight ist die Insta360 Go 3 einen Ticken besser als die DJI Action 2, ist aber nicht so wichtig, weil ich habe ganz andere Kameras, wo ich dann im Dunkeln bzw. bei wenig Licht filmen kann. Was mir natürlich wichtig ist, ist Verlässlichkeit und Überhitzung. Da ist die Insta360 Go 3 natürlich im Riesenvorteil. Die filmt durch, gerade so bei Orten, wo ich jetzt gerade bin, in Italien, mit 40 Grad am Tag im Schatten, ganz normal. Die filmt durch, die setzt nach 7 Minuten oder 6 Minuten aus. Das ist natürlich fatal, aber vom Prinzip her brauche ich das nicht allzu oft. Und wenn ich jetzt Bildqualität gegenüber Überhitzung setzen muss, dann würde ich natürlich wieder bei der DJI Action 2 landen. Und jetzt bin ich natürlich beim wichtigsten Faktor. 285 € jetzt momentan bei Amazon, Link in meiner Videobeschreibung, für diese Kamera. 4K 120 FPS und ein super Konzept auch mit den Monitoren. Krasse, knackige Bilder. 450 € für die Insta360 Go 3. Auch gerechtfertigt, aber ein bisschen zu teuer meiner Meinung nach. Ich finde, ein Preis von 380 bis 400 € wäre hier optimal, gerade bei den 2,7K 30 FPS. Ich brauche immer ein bisschen mehr FPS und habe auch noch eine DJI-Drohne und habe auch noch das DJI Mic, was bedeutet, ich kann das Mikrofon hier nochmal extern anschließen und das ist für mich total wichtig, weil gerade an solchen Tagen wie heute, wenn Wind herrscht und viel Wind ist, dann kannst du natürlich hier auch eine Windrauschreduktion einstellen, softwaremäßig, kein Problem. Aber ein externes Mikrofon, anschließbar über dann Micro-USB, ist natürlich immer noch ein bisschen besser als irgendwelche Softwarefunktionen. Deswegen hat die natürlich auch einen Riesenpunkt wieder bei mir verdient. Und wie gesagt, die Kompatibilität mit meinen DJI-Drohnen vom Bild her, bist du natürlich unten am Fahrrad, kannst hier reinreden, oben fliegt die Drohne, musst die Bilder im Nachhinein nicht allzu doll bearbeiten, weil dann die Sensoren hier gleich sind wie auch in der Drohne, was ein Riesenvorteil ist. Also ich persönlich kaufe mir die DJI Action 2. Hauptgrund bei der ganzen Geschichte wirklich der Preis, 285 €, 4K 120 FPS. Das kriegst du momentan nirgendwo geboten und eine ganze Menge an Zubehör mit den Dual-Combo-Mode und den ganzen Stativhalterungen hast du natürlich auch hier mit dabei. Aber 450 € ist mir für die Kamera wirklich ein bisschen zu teuer. Und das, was sie bietet, ist natürlich schön. Das Konzept gefällt mir auch. Aber für 450 €, wenn ich für 285 € das alles auch in der DJI Action 2 haben kann, warum soll ich denn so viel Geld ausgeben? Das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr eine Meinung habt zu den Kameras, sehr gern hier in die Kommentare mit rein. Und ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.